Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich wurde die Tage im Forum gefragt, ob es möglich ist, die Leerzeichen, die beim Umbenennen der Dateien durch SynOCR entstehen, durch zum Beispiel Leerzeichen zu ersetzen. Ja, das ist natürlich möglich. An der Stelle möchte ich zu äußerster Vorsicht raten, da wir mit dem Befehl, den wir dann verwenden, natürlich in der Lage sind, auf eurem Filesystem in den Dokumentenordnern Daten umzubenennen, zu verschieben und aber auch zu löschen. Somit für all diejenigen, die wenig Erfahrung haben mit Linux oder der Konsole, sollten sehr sorgfältig sein. Bitte lest euch die Erläuterungen, die ich in die Videobeschreibung unten als Download-Link angefügt habe, genauestens durch und befolgt sie auch. Das Ganze geht natürlich dann auf eure eigene Kappe. Außerdem für die, die ihre Dateien mehrfach in Zielordner verschieben, also die gleichen Dateien, sei gesagt, dass das auch nicht funktioniert wird, weil die Variable bei jedem Durchlauf erneuert wird und nur die letzte erzeugte Datei von uns auch umbenannt werden kann. Aber auch das habe ich in der Beschreibung oder in der Erläuterung unten eingefügt. Den Value hier oben habe ich bewusst unkenntlich gemacht, damit niemand hier rauskopiert. Macht das bitte aus der Datei im Download-Link. Wir verwenden nun den Parameter PostScript, um in der Benennung die Leerzeichen durch Unterstriche zu ersetzen. Es gehen natürlich auch andere Zeichen. Das Ganze machen wir natürlich in der Regel, die für den Block ganz oben steht. Das heißt, die dann den ersten Tag der Benennung beinhaltet. Und das dann bei jedem Block für jede Umbenennung. Sprich, wie in dem Beispiel Rechnung ist das erste Wort, was gesucht wird, beziehungsweise in den Pfeilnamen geschrieben wird. Und bei Versicherung ist es dann halt Versicherung und bei Auto ist es Auto. Es ist natürlich sinnvoll, auch in diese Regel dann euer Zielverzeichnis einzutragen, euren Target-Folder, wo ihr die Dateien hin verschieben wollt. Das spricht, dass beides dann zusammen ist. SynOCR sammelt diese Befehle und führt sie dann immer nach dem Durchlauf der entsprechenden Quelldatei aus. Und das dann für jede Quelldatei. Hier nochmal an meiner YAML-Datei gezeigt. Wir füllen den Parameter PostScript, also den Value dazu, in jeder Zeile aus, in der ein Target-Folder eingetragen ist, also dort, wo ich die Dateien dann in die Zielordner verschiebe. Und zum Schluss seht ihr jetzt hier nochmal ein Beispiel vorher-nachher. Die obere Datei ist die Datei, die im Original aus dem SynOCR kommt und darunter dann die mit PostScript und dem Befehl umbenannt bzw. ersetzt worden ist. Für alle die, bei denen es nicht funktioniert oder wo zum Beispiel die Datei nicht umbenannt wird, wenn ihr im Debug Level 2 euch das Log anschaut, dann ist bei jeder Quelldatei, die umbenannt wird, am Ende, beziehungsweise ganz am Ende des Logs dann halt, wenn es einzeln macht, der Hinweis, ob es stattfindet oder nicht. Das kann ich mal kurz zeigen. So sieht es dann aus und man kann nur noch sehen, dass der Befehl ausgeführt wurde. Und das war's schon für heute schon wieder mal. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.